Der Flat-Ruetvägen, Schwedens höchste öffentlich zugängliche Passstraße. Auf unserem Weg nach Süden könnten wir den direkten Weg durch die Zivilisation nehmen, aber das wäre ja langweilig. Lieber nehmen wir diesen leichten Umweg mitten durch das sprichwörtliche Nichts und den am wenigsten dicht besiedelten Teil Schwedens. Hier ist die Welt noch in Ordnung, es sonnen sich die Rentiere am Wegesrand und man kann die Freiheit wieder förmlich greifen. Wem die Episode zum Wildmarkswägen gefallen hat, der wird auch mit dieser Tour wieder auf seine Kosten kommen. Also, los geht's! Bevor wir am nächsten Morgen in Richtung Süden aufbrechen, möchte ich Kati noch einen besonderen Ort in Östersund zeigen, den man sich in Deutschland nicht vorstellen könnte. Dieser Ort heißt Snötippen, übersetzt die Schneespitze. Ja, Kati, was glaubst du, ist das da vorne für eine Halde? Tja, sieht aus wie Dreck. Ja, da ist auch jede Menge Dreck drin. Das ist der Schnee des letzten Winters, der hier zu einer riesigen Kippe aufgetürmt wird. Stellenweise geht der Berg, ja, Blick bis hier oben. Die fahren dann da kreisförmig mit den LKW rauf. Und der Dreck, den du da siehst, das ist der ganze Split, den die hier im Winter auf die Straße auftragen, weil hier ja nicht geräumt, nicht gesalzen, sondern nur geräumt wird. Das heißt, das, was die im Winter eigentlich wegräumen und hier hinschaffen, packen die dann als Dreck dann auch wieder auf die Straßen drauf. Genau. Genau, die laden das in der Stadt auf LKW, schütten das hier raus, weil sie sonst nirgendwo hin damit können. Irgendwann ist der Gehweg voll. Der Split, deswegen verteilen die das jetzt auch, damit das noch weiter schmilzt. Der wird dann aber recycelt und du siehst da vorne diese kleinen Häufchen. Das Ganze wird dann nächsten Winter wieder aufgetragen. Auch andere Städte türmen so im Winter ihren Schnee auf. Und damit beenden wir unseren Kurzbesuch in Östersund und steuern ein neues Ziel an, die höchste öffentliche Straße Schwedens, den Flat-Ruetvägen. Wir fahren jetzt durch den Süden Jämtlands, der hier zu großen Teilen auf über 500 Metern liegt. Daher findet man hier am Helagsmassiv auch die höchsten Berge Jämtlands. Dieser Teil Schwedens ist der am wenigsten dicht besiedelte des ganzen Landes. Obwohl Jämtland ganze 12% der Gesamtfläche Schwedens ausmacht, leben hier nur 1,4% der Gesamtbevölkerung. Das sind im Schnitt nur 2 Menschen pro Quadratkilometer. 2 Stunden geht es durch fast menschenleere Landschaften, Wälder und Seen wechseln sich ab, hin und wieder steht ein Rentier am Wegesrand. Herrlich!
cool. Sonne scheint und es regnet. Vor Jüngdalen starten wir auf den Flatruetwegen, der uns ca. 40 Kilometer lang auf Schotter durch das Flatruetgebirge führt und der mit 975 Metern die höchste öffentliche Straße in Schweden ist. Der Flatruetwegen ähnelt dem Vildmarkswegen. Man startet recht urban, es wird aber sehr schnell immer wilder und plötzlich ist man auf einem Hochplateau angekommen. Und genau wie am Vildmarkswegen eröffnet sich wieder eine Aussicht bis zum Horizont. Die Straßenqualität ist allerdings sehr schlecht. Die Schlaglöcher und Spurrillen sind tief und oft so häufig, dass man selbst mit einem wendigen Motorrad kaum ausweichen kann. Nicht ohne Grund wird die Straße bei schlechtem Wetter für den Verkehr gesperrt. Selbst im Hochsommer liegt hier stellenweise noch Schnee und achtet auch auf Rentiere, die direkt im Straßengraben liegen und sich sonnen. In der Mitte des Plateaus befindet sich ein großer Wanderparkplatz, den Camper auch gerne zum Übernachten nutzen, entsprechend kann es sich hier etwas knubbeln. Hier befindet sich auch das ikonische Schild am höchsten Punkt der Straße, nur für den Fall, dass ihr irgendwo falsch abgebogen seid und nicht wisst, wo ihr seid. Die Landschaft wirkt wie eine Steppe und während unseres Besuches ist es hier ziemlich trocken. Ob man solche Landschaften mag oder nicht, ist wohl Geschmackssache. Während Kati regelmäßig abwechselnde Landschaften bevorzugt, könnte ich tagelang durch diese Mondlandschaften fahren und die Weite genießen. Das Gebiet ist ein riesiges, zaunloses Rentiergehege der hier lebenden Samen. Die Rentiere tragen allesamt Halsbänder. Und weil wir hier sozusagen im Wohnzimmer der Rentiere sind, ist auch klar, wer die Hosen anhat. Hier haben Rentiere Vorfahrt. Weil uns zu viel los ist, suchen wir uns für die Mittagspause eine ruhigere Ecke weiter in Richtung Süden. Durch die leicht abschüssige Straße stellt sich wieder dieses Gefühl grenzenloser Freiheit ein, wegen dem ich ewig weiter durch solche Gebiete fahren könnte.
Am Horizont braut sich wieder was zusammen, man kann es bereits donnern hören. Das Wetter hier oben ist besonders für Sturm berüchtigt und es gibt nichts, was irgendwie Schutz bieten würde, daher müssen wir nicht unbedingt erleben, wie es uns einholt und setzen den Weg in Richtung Süden fort. Unterwegs komme ich nicht vom Gedanken los, dass mich der Flatruet wegen stark an das Saltfjellet in Norwegen erinnert, wo man ebenfalls steil auf ein Hochplateau fährt, dort die Grenze zum Polarkreis überquert und dann später genauso steil wieder ins Tal fährt. Wir besuchen jetzt einen Meteoritenkrater. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Die Gemeinde weist explizit darauf hin. Diese Tour ist leider nicht rollstuhlgerecht. Ja, komisch. Wie kommen die bloß da drauf, dass man hier nicht mit dem Rollstuhl langkommt? Ich weiß es nicht. Das ist ein Meteoritenkrater. Ah. Der gute Schwede unter uns. Es fiel vor 2000 Jahren ein Stern vom Himmel. Härjedalens Meteoritenkrater. Ich gehe da runter. Ja. Schön. Ist man mal da gewesen, ne? Wir reden uns jetzt einfach ein, das hier wären noch Überreste des Meteoriten. Natürlich. Irgendwo hier in einem Loch sitzt E.T. und will nach Hause telefonieren, hat aber kein Handyguthaben mehr. Oh, der Arme. Ja. Sollen wir ihm was spenden? Kannst du mir was zuswischen? Wir haben noch ein kleines Stückchen Strecke vor uns. Tagesziel ist ein Campingplatz in Mora, auf dem ich immer wieder Halt mache, wenn ich in Schweden auf Tour bin. Ab Fynesdalen fahren wir auf dem Länsweg 311 in Richtung Dalarna. Die Straße macht richtig Spaß. Sie ist schmal, sie ist kurvig und sie ist hügelig. Nachdem man den halben Tag langsam um Schlaglöcher manövrieren musste, ist das hier eine ganz andere Welt. Aber Vorsicht, auch hier könnte hinter der nächsten Kurve ein Rentier auf der Straße stehen, selbst in Dörfern seid ihr nicht sicher. Wenig später rollen wir nach Dalarna rein und dass man das schwedische Bundesland wechselt, merkt man direkt daran, dass sich die Farbe und Qualität der Fahrbahn ändert.
Nachteil der engen und kurvigen Straße: Man hängt immer wieder hinter Wohnmobilen fest, da die Schweden sehr gerne mit Wohnmobil oder Wohnwagen vor allem im eigenen Land reisen. Viele sind aber so nett und lassen einen passieren. Dankeschön. Dalarna besteht eigentlich nur aus Wäldern und Seen. Die meisten davon sind Nutzwälder, daran zu erkennen, dass man immer wieder an großen Rodungen vorbeikommt. Der Holzverkauf ist eine wichtige Einkommensquelle der Menschen hier, nach der Rodung wird daher so schnell wie möglich wieder aufgeforstet. Fun Fact: 57% der Fläche Schwedens sind von Wald bedeckt, das ist in etwa die Fläche Großbritanniens. Gleichzeitig sind 9% der Fläche Schwedens von Seen bedeckt, es gibt allein 100.000 Seen, deren Oberfläche größer als 1 Hektar ist. Wir erreichen schließlich Mora und den Campingplatz auf der Insel Sollerön, übersetzt die Sonneninsel. Es war ein langer Tag und wir sind entsprechend platt, daher wird nur schnell das Zelt aufgebaut und dann der Rest des Abends am See genossen. Also du hast auf jeden Fall sehr schönen Hintergrund. Mutiger Mann. Direkt im Wasser. Da friert sie schon beim Zugucken. Oh, kalt. Kommt rein? Nee. Ja, damit war es das auch für heute. Wir sind heute ordentlich gefahren, Oh, dementsprechend müde. Uns tut beiden der Hintern weh. Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Gegessen haben wir. Oh, hier kommt Entchen. So viel zum Thema, wir drehen ein Outro. Hallo Entchen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir sind heute viel gefahren, Genau. uns tut alles weh und machen jetzt Feierabend. Ich habe das Bedürfnis, diese Entchen zu streicheln. Ja, aber lass uns doch erst das Video zu Ende machen. Die kommt vor allen Dingen unten wieder her. Ja, wir schaffen es nicht. Egal. Vergesst nicht, hier unten Like und Kommentar und dieser ganze Kladderadatsch, diese scheiß Eigenwerbung. Hey, lasst ihnen einen Daumen da. Auf jeden Fall. Für Kati, genau. Ansonsten, ich drehe noch eine Bahn. Kati mümmelt sich gleich warm in den Schlafsack. Ich glaube, das haben wir uns verdient. Genau. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Teil. Es geht noch weiter.